willkommen zu einem kleinen Video heute in Sachen M2 Competition, Zeitenmessung. Es ist jetzt relativ kalt draußen, 2 Grad. Motortemperatur, also sprich Öltemperatur, ist voll da, im optimalen Bereich. Die Reifen sind noch relativ kalt. Da habe ich jetzt 11 Grad an der Vorderachse, 7 Grad an der Hinterachse. Das ist noch relativ kühl. Und weil ich jetzt nächste Woche die Leistungssteigerung von Manhart bekomme, wollte ich auf jeden Fall vorher einmal noch die Zeiten messen, die der M2 sozusagen original, also Standardleistung fährt. Und ja, jetzt hoffe ich mal, dass ich 1, 2 freie Slots erwische, wo man mal 50, 120 Beschleunigungsmessungen machen kann. Das Ganze werde ich dann noch einmal einblenden mit den Zeiten von meinem 440 Original und eben mit der Box. Und dann können wir mal schauen, wo der M2 Competition dann liegt. Vom Gefühl habe ich nämlich so den Eindruck, dass der M2 Competition gar nicht so viel schneller ist wie mein 440 mit der Box. Aber das kann natürlich auch subjektiv sein, das werde ich jetzt dann gleich erfahren. Ja, schauen wir mal. Achso, was vielleicht noch interessant zu sagen ist, Tank ist nun halb voll. So, der erste Durchgang, den fahre ich jetzt ganz normal im Komfortmodus und die Schaltzeiten sind auf langsam eingestellt. Mal schauen, was dabei rauskommt. So, die Zeit ist jetzt eine 4,40. Das Ganze ist schon ziemlich gut. Das ist jetzt ungefähr das Niveau, wenn ich es richtig im Kopf habe, muss ich dann später mal gucken, was ich am Ende auch mit dem 440 und der Box gefahren bin. Wie gesagt, das war jetzt der Komfortmodus und ESP ist an, kein MDM. Das war wie gesagt einfach Fahrzeug gestartet und Grundeinstellung. Dafür finde ich die 4.4 ziemlich gut. Jetzt stelle ich einmal auf Sport mit angeschalteter Traktionskontrolle und dann probiere ich das nochmal und dann mache ich noch einen Lauf im MDM-Modus, mal gucken, was da rauskommt. So, jetzt probieren wir nochmal einen Lauf, diesmal im Sportmodus, Traktionskontrolle ist an, immer noch 2 Grad Außentemperatur, Reifen sind ein bisschen wärmer, Vorderachse 15, Hinterachse 10 Grad. Mal schauen, ob ich noch einen freien Slot erwische. Das waren jetzt 4,417 Sekunden. Das war also ein bisschen langsamer als vorher im Efficient-Modus. Das war also nicht der Komfort-Modus. Im M2 heißt das Ganze Efficient-Mode. Das heißt jetzt also im Sport-Modus ein bisschen langsamer, aber das würde ich jetzt sagen, ist einfach ja, vielleicht von mir ein bisschen schlechter beschleunigt. Das heißt also, ich kann jetzt erstmal keinen großen Unterschied zwischen Efficient und Sport-Modus feststellen. Jetzt mache ich nochmal einen Lauf im MDM-Modus. Im MDM-Modus ist Gaspedal auf Sport bzw. Motorkennlinie auf Sport. Er schaltet dann also jetzt nicht früher hoch als unter Sport Plus, da habe ich jetzt keine Änderung feststellen können. Das Einzige, was halt jetzt hier der Unterschied ist, beim MDM-Modus, die Traktionskontrolle greift ein bisschen später ein, wenn sie denn eingreift, wobei ich sie jetzt eben bei keinem der beiden Versuche gesehen habe. Das heißt, also, sie wird meiner Meinung nach bisher auch nicht geregelt haben. Ich habe auch nichts gespürt. Jetzt schaue ich trotzdem, ob es im MDM-Modus noch mal ein bisschen schneller geht. So, jetzt der dritte Lauf, MDM-Modus, eingeschränkte Traktionskontrolle, Reifentemperatur unverändert, Außentemperatur 2,5 Grad. Mal schauen, ob noch ein bisschen mehr geht an Geschwindigkeit. Jetzt 4,433, ist jetzt auch nicht schneller gewesen.
Also ich denke, die 4,4, die fährt er ziemlich konstant, völlig unabhängig davon, in welchem Fahrmodus. Ist auf jeden Fall schon mal ein schönes Zeichen, dass er von Grund auf deutlich konstanter ist von den Fahrzeiten als jetzt der 440. Beim 440 war es ja so, dass er wirklich stark gestreut hat. Das heißt also, der eine Lauf war teilweise bis zu einer Sekunde schneller bzw. langsamer als der davor. Hier ist es jetzt so, alle 3 Läufe, die ich gemacht habe, unabhängig der Fahrstufe, ist das Ergebnis nur noch im Zehntelbereich und nee, nicht mal im Hundertstelbereich. Also das heißt sehr, sehr konstant und was natürlich auch schön ist, also dass die Leistung immer gleichbleibend da ist und abgerufen wird. Ich bin mal sehr gespannt, wie sich das verhält nach der Leistungssteigerung von Mahnhardt. Ob das in dem Bereich 50, 120, weil das auch für mich ein Bereich ist, in dem man relativ viel im normalen Straßenverkehr unterwegs ist. 100, 200 ist schwierig mittlerweile auf deutschen Autobahnen irgendwie mal eine freie Ecke zu erwischen, um so schön sauber durchzubeschleunigen. Das heißt aber 50, 120 ist sowas, das hat man dann schon eher mal. Ja, insofern mal schauen, was die Mahnhardt-Leistungssteigerung bringt. Bis dahin, viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Ciao!